Ihr habt die ganze Nacht durchgeschraubt. Warum macht man sowas? Damit die am nächsten Tag weiterfahren können, ohne irgendwelchen Stress. Wow, das ist jetzt eine super schlechte Situation. Aber es sind ja nicht alle 4 gebrochen, oder? Shit. Hallo, ich bin der Jörg Sand und ich fahre den Mercedes G mit der Startnummer 708. Wir haben gestern ein Problem mit unserem LKW gehabt und dieser LKW hat uns geholfen, hat unseren LKW in die Werkstatt geschleppt und dann haben wir gesehen, dass dieser LKW auch ein Problem hat. Und dann sind wir im Fahrerlager rumgelaufen und haben geguckt, wer uns da helfen kann, weil bei dem waren 4 Lagen der Blattfeder hinten rechts gebrochen. Und dann haben wir den Vorbesitzer angesprochen, die Firma Thibaut, und die sind dann hergekommen, die Spanier, und haben erklärt, wie man das repariert. Und 2 Lagen waren als Ersatzteil dabei und die anderen 2 Lagen, die mussten dann geschweißt werden und die mussten dann noch verbunden werden mit Klammern, die mussten auch geschweißt werden. Und die Mechaniker haben bis heute Morgen um 4:30 daran gearbeitet. Das hat funktioniert. Das Auto ist heute die ganze Etappe gefahren und es hat gehalten. Also war eine erfolgreiche Reparatur. Und das ist die Blattfeder und die hat mehrere Lagen. Und hier waren welche gebrochen, 4 Stück. Und die oberen Lagen sind neue. Die sind jetzt schon neu, die waren auch gebrochen. Und die unteren Lagen, die 2, die sind dann geschweißt worden. Und damit das hält, hat man hier nochmal eine Verbinderklammer gemacht, rechts und links, damit das stabiler ist. Und das hat auch gehalten, also es hat funktioniert. Die haben gestern Abend um 8 angefangen und waren heute Morgen um 4:30 fertig. Das ist eine erfolgreiche Feldreparatur, würde man sagen. Allà, el retratim així i fer els forats aquí. I això sí, que entren els barcons. Que entri dins els barcons. Ja, jetzt haben wir die Stromzentren weggemacht, dass das auskommt. Ich glaube, das Stadion haben wir auch weggemacht, oder? Ja. Die heutige Nummer für die Verlosung ist die Nummer 9. Und warum ist es die Nummer 9? Weil die Blattfeder vom SK von Stefan und Basti 9 Lagen hat. Also merkt euch für heute die Nummer 9 für die Verlosung von Caps, Flaschen, Hoodies, allerlei. Wir haben so viel, es wird richtig viel zu gewinnen geben. Stefan, wie fühlst du dich? Ich bin gespannt, was die Nacht so bringt an Überraschungen. Aber du wirkst gelassen. Ja, bin ich, weil es ist ja noch 3 Tage bis Janbo insgesamt und bis dahin werden wir Sigi schon wieder zum Laufen kriegen. Wir drücken alle die Daumen und helfen mit. Danke. Also damit man das alles zeitlich ein bisschen einordnen kann, es ist jetzt 11:15 und der LKW ist noch alles montiert, man löst jetzt die Teile, mache mal eine halbe Stunde Pause und dann komme ich wieder zum Schauen, wie weit man ist. Wir kriegen es nicht los. Ich habe das Corrosion X von Moritz bekommen. Mal schauen, ob das Problem löst. Hast du das schon mal gesehen? Nein? 4 Leute hier an einer Ecke. Dakar, endlich normale Leute.
Zum Glück haben wir das Adventure-Paket gebucht, sonst würde es das hier jetzt Genau. gehen. Also, Ja, ja. außerdem wäre es ja auch keine Dakar, wenn man nicht einmal schrauben würde. Wird krank geschrieben für morgen. Bereits nach Mitternacht. Viele helfende Hände. Und ich koche ein bisschen Pasta, damit wir was zu essen kriegen. Hier arbeiten SG Racing und MMR Hand in Hand zusammen. Genau so ist es. Dakar Style. Das ist meine schöne Auffahrrampe. Die ist eh super. Was? Ah, das war Was sie. war sie? Was? Also immer das Es ist mittlerweile 1 Uhr. Julia ist noch am Schneiden vom Video. Wie lange brauchst du noch? Halbe Stunde. Wenn sie das sagt, ist meistens noch eine Stunde. Wenn sie eine Stunde sagt, ist meistens noch 2 Stunden. Wir haben gegessen, war lecker. Und draußen gibt es auch Erfolg. Das Teil ist ausgebaut. 2 Stunden. Ne. Oh. Du schaust aus wie Sau. So gut, dass du dich anhältst. Wie wissen wir jetzt, wie die richtige Biegung ist? Ah, okay. 100 finde ich gut. Ich auch. Aus Erfahrung nehme ich immer 100. Was hast du geöffnet? Es ist jetzt 1:30. Uwe hat auch Hunger. Gibt es noch eine Nudelsuppe? Guten Morgen, es ist 4:51 Uhr, also die ganze Zeit gearbeitet. Und wie man sieht, die Feder ist wieder drin. Die üblichen Verdächtigen sind immer noch hier. Jetzt wird wieder alles zusammengebaut. Das ist unsere Auffahrrampe, ist jetzt zerschnitten. Also die Auffahrrampe, um hinten auf der Hebebühne das Material hochzufahren. Das wurde jetzt verwendet, um hier so eine Verstärkung zu bauen. Hinten Stoßdämpfer sind noch nicht dran, Stabi ist noch, ja, Stabi ist dran. In Kürze werden die anderen Teilnehmer schon wieder aufstehen, damit sie auf die Strecke gehen können. Und auch Basti und Stefan sind dann mal ins Bett. Also auch wenn unterm LKW gearbeitet wird, die schlafen hier drin. Es ist 5:20. Das Rad wird montiert. Frühstücken und dann duschen. Nach getaner Arbeit noch die Liege aufbauen. Also diese Aktion ist für mich schon wieder so emotional. Finde ich das heftig, weil alle laufen ein bisschen Anschlag. Jeder ist müde, jeder hat keine Kraft. Und trotzdem hilft man sich im Team, mit anderen befreundeten Teams, die man nicht kennt.
Oft natürlich auch mit Locals. Und ich glaube, dass, wenn man das erleben darf, ist es ein Privileg, diesen Team Spirit zu erleben. Und es schweißt zusammen. Definitiv. Da entstehen Freundschaften, die sehr tief sind und lange anhalten. Und auch nicht viele Worte brauchen unter dem Jahr, sondern man sieht sich wieder und es ist wieder Dakar-Zeit. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Anfragen, Bewerbungen bekommen, ob man da als Mechaniker mal dabei sein kann. Und es ist grundsätzlich schwierig, da reinzukommen, nicht nur bei uns, sondern generell. Es hat genau mit dieser Situation zu tun. Man muss einander schon kennen. Es ist schwierig, wenn da fremde Leute dabei sind. Man muss sich auf sich verlassen können und einfach unglaublichen Willen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele sagen, dass sie das haben, aber vielleicht es gar noch nie erlebt haben in diesem extremen Level. So, mein Bett ist bereit. Schlafsack und Kissen. Ich freue mich ziemlich stark zum Schlafen in die Haia. Crazy night. Willkommen zurück bei Time Out Racing. Und wenn du neu bei uns bist, ich bin der Sven und wir zeigen die Dakar, wie du sie im Fernsehen sicher nicht zu sehen bekommst. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen, war eine lange Nacht. Wir sind jetzt wieder in der Mercedes-Werkstatt, sieht man hier, ein Fachhändler A. Und wir schauen, wie es dem Völkel-LKW geht und ob die hier vielleicht trotzdem noch ein Federpaket haben für den SK, das wir kaufen könnten im Falle der Fälle, dass es nicht hält. Gehen wir mal schauen. Der Lagerschrein hat es zerrissen. Da ist ja gar nichts mehr da. Aber wie haben die jetzt die rausgenommen? Vorne. Ah, vorne. Müsste das generell dicker sein oder einfach ein... Normalerweise, guck mal, die ist noch fast okay. Also es ist immer wieder faszinierend, wie die Leute hier arbeiten. Mit einfachsten Mitteln. Klar, es ist nicht alles die perfekteste Schweißnaht, aber trotzdem, es funktioniert am Schluss immer wieder. Ich glaube, hier hat es wirklich Leute, die noch arbeiten können oder mechanisch arbeiten können. Good morning. Buenos dias. English or Spain? English, please. We're looking for a spring set for a Mercedes SK. Nine layers. Sie haben es nicht. Oh, yes, please. Okay. Yes. Er fragt in einer anderen Werkstatt an, ob sie das haben. Was haben wir ohne Translate gemacht, ohne Übersetzung? Ich glaube, die wollen die Fahrgestellnummer. Wir haben ja alle Registrationen in einem Portal. Eigentlich in diesem Portal macht man alle Anmeldungen, alle Dokumente hochladen. Habe ich gedacht, ich logge mich hier mal ein und wieder aus. Also ich lese gerade wieder einen unglaublichen Kommentar. Wir lesen die alle. Wir können leider nicht mehr auf alle antworten. Das geht einfach von der Menge und von der Zeit nicht. Aber was sie da schreibt, das geht unter die Haut. Vielen, vielen Dank. Weil ja auch unsere Batterien werden langsam ein bisschen leerer und genau solche Kommentare geben uns wieder Kraft, bis zum Ende der Rallye durchzuhalten. Hello? Yeah, I can hear you. Yeah, how are you? You're good, doing good, right? Yeah, we're looking for a complete set, a new one. Complete set, yeah? Yeah. New one. Jetzt wird es ganz kompliziert. Jetzt sage ich für etwas ja, was ich gar nicht weiß. Ja, ich weiß nicht, was es kostet. Vielleicht kostet es 3.000 Euro. Was kostet so eine Blattfeder? 100 Euro. Ah. Ja, also eine Feder. Und wir brauchen 9, dann sind es 900 Euro. Das ist nicht teuer. Nee, ich meine, das Set das kostet... Ja. Der Motor ist bitte. Echt? Ja. Die brauchen 4 bis 5 Tage, bis es repariert ist. Ist ja schön. Ganz ehrlich, vielleicht sollten wir heute einen Transport nach Jankow organisieren. Für den Truck? Echt? Was willst du machen?
Der Motor muss komplett raus, muss neu geschliffen werden, die Kurbelwelle und das ist, die brauchen dafür 4 bis 5 Tage. Scheiße. Also für diesen LKW ist die Rallye definitiv zu Ende. Jetzt muss man den irgendwie per Transportunternehmen nach Jambu bringen, damit es noch rechtzeitig auf die Fähre schafft. Was ich auch nicht weiß, wie man den dann auf die Fähre bringt, wenn der Motor nicht läuft. Aber das kriegt man auch hin. Also ich habe vorher gesagt, die Kiste ist hinüber. Stimmt irgendwie nicht, es gibt einen neuen Plan. Anstatt 4 bis 5 Tage, sagen Sie, sind 36 Stunden, oder? You pay twice. Ah, you pay twice? Pay twice. Ah, okay, aber das heißt, von 5 Tagen auf 36 Stunden, das sind ist eine gute Ratio. Ja? Ich glaube, Christina gerollt hat und trotzdem nicht geklappt hat. Aha. Welcome back, Lucas. Thank you very much. So tell us about the marathon stage. Was it hard, brutal? I tell you, I think it was one of the toughest marathon stage I ever done in Dakar. The dunes that we had today was really tricky, really soft. I'm glad we had some marks in front of us. Of course, yesterday was a crazy day because we were leading and then we have a big navigation mess all in front of us, a lot of cars. But today we kept it clean, kept it, on the tough part of navigation, just go slower a little bit, and we found ourselves. So, and also 4 cars for the team. It's really nice to be here, and a great day for us. So the car is in good shape, or did you manage some repairs yesterday night in the marathon camp? No, we actually 80k to the finish today. We had a big ditch, was single caution, but still. And then after that, we had a noise in the car. So we had to basically nurse the car to the finish. Okay. But the car was feeling okay. I just wanted to push and have some other issue. And Dennis checked the car and said, no, we can keep going, just go slow, and we finish. And about your battery, so a couple of days to the end of the race, still enough power? Yeah, no, we have to. Just keep going with the recovery. But it's tough, pace. Huh? Yeah, no, it's tough for the body. Today we have some big impacts on the dunes. But we did it. You're free now, you can go to physio. See you, Germany. Dennis, die Navigation vermutlich wieder tricky? Jeden Tag super tricky. Keine Ahnung, heute waren 250 Kilometer Dünen. Wir sind zum Glück weit hinten gestartet, Platz 14 nach den Schwierigkeiten gestern. Heißt, wir hatten gute Spuren, aber trotzdem sehr oft mit dem Auto eröffnen ist super schwierig, weil du kannst mit dem Motorrad fährst du einfach geradeaus am Kap. Das heißt, die sagen, fahr Kap 360 Richtung Norden und du fährst einfach gerade und musst nicht viel korrigieren. Aber im Auto musst du immer ein bisschen rausfahren, ein bisschen reinfahren. Du kannst nie auf dem Kap bleiben, weil du einfach es so soft ist und du würdest stecken bleiben. Das heißt, du musst ein bisschen Schwung nehmen. Und dann machen die so blinde Waypoints mit 300 Meter Radius in die Dünen und das ist wahnsinnig schwierig. Also das heißt, du kannst gar nicht zu weit weg umfahren, oder? Das ist das Problem. Nee, aber sonst hast du den Waypoint nicht. Du sollst 360 fahren und dann fährst du gleich mal 340 und dann nochmal vielleicht Kap 5 und dann fährst du 320. Du bist immer am Korrigieren, dass du quasi den Weg findest und hast dann einen Waypoint, den du auf 300 Meter finden musst. Und das nach 5 Kilometer Zickzack fahren ist halt schwierig, ne? Und das macht unser Leben schwer.
Haben heute auch viele Leute Waypoints vermisst, weil sie es einfach nicht gefunden haben. Wir hatten Glück, heute keine Probleme, aber ich war oft am Schwitzen. Ne? Wirklich so, im letzten Moment fahr nach rechts, zack, Waypoint. Also wirklich, ja, das ist die Schwierigkeit. Das waren die ersten 250 Kilometer. Und dann nach dem Neutral gab es schnelle Tracks wieder, auch mit vielen Linien, viele Spuren, was auch super tricky war. Sind wir auch clean geblieben, aber es waren ja 2 Hammer-Tage. Bei den Dünen. In Chubutaya kenne ich die Dünen, die sind riesig groß. Ich sage jetzt mal 120 Meter vielleicht hoch. Ja, ich glaube, da haben wir auch welche, die fast 300 Meter hoch sind. Okay, und heute, oder gestern und heute? Wir hatten heute auch große Dünen, auch schon 200 Meter hoch, würde ich sagen. Ja. Schon ordentlich, aber die Schwierigkeit ist, dass es sehr viel Camel Grass, also so Kamelhügel da sind, so Kamelgrashügel. Das heißt, du kannst den Anlauf nicht nehmen, weil es sehr rough ist fürs Auto. Dann musst du wieder reduzieren, dann ist der Sand soft, das heißt, du kommst gerade so hoch, viele musst wieder umdrehen, Schwung nehmen, nochmal probieren. Das ist schon schwierig gewesen heute. Wie war die Nacht im Marathoncamp? Ruhig war sie. Unser Auto war gut, wir waren relativ schnell fertig mit allen Checks, die wir machen mussten. Was heißt relativ schnell? Eine Stunde? 1,5 Stunden circa, ja. Also einmal alle Schrauben checken, einmal ein paar Daten checken, die wir am Display haben. Alle Flüssigkeiten checken und so weiter. Also 1,5 Stunden circa, ja. Das war gut und dann haben wir relativ schnell schlafen können. Hatte eine ruhige Nacht, wir sind ein bisschen rausgegangen von Geschnarche, weil beim ersten Marathon war das schlimm und ja, haben eine gute Nacht gehabt. Könnt ihr mit dem Team sprechen, Satellitentelefon? Ja, oben am Hügel hatten wir ein bisschen Signal, das heißt, sie konnten uns updaten über die Zeiten, wir konnten über das Auto sprechen, was wir beachten müssen noch. Aber wir haben natürlich auch mal Satellitenfon dabei und im Worst Case nutzen es auch. Aber selbst Satellitenfon ist ganz oft schwierig, weil du hörst fast nichts. Echt? Ja. Ah, okay. Ich dachte, das ist eine gute Qualität. Ja. Habt ihr eure Strategie, du musst sie nicht verraten, aber habt ihr sie geändert in den letzten Tagen oder ist immer noch dasselbe? Keine Ahnung, was die gute Strategie ist. Ja. Gestern durch die schwierige Navigation, glaube ich, sind wir jetzt auf einem guten Jojo gewesen. Normal hätten wir heute eröffnet, Tag 12 eröffnet. Ich glaube, dass Tag 12 nochmal ein sehr schwieriger Tag wird. Dementsprechend, glaube ich, sind wir gerade auf der richtigen Seite vom Jojo. Aber es ist super eng. Wir sind Platz 8, glaube ich, 39 Minuten zurück. Ich habe gestern Abend das Result von 24 gecheckt, damit bist du sicher Zweiter bei der Dakar. Wir haben irgendwie 15 Minuten, dann sind wir 20 Minuten sind wir am Podium. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach 3 saubere Tage haben, pushen, alles was geht und hoffentlich Glück haben. Das ist das Wichtigste. Viel Erfolg. Danke dir. Danke. Du siehst so frisch aus. So, sei froh, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Nach 2 Tagen nicht duschen. Ja. Aber wir made it, also wir haben den Tag gerettet. Und auch gar nicht so schlecht, also von daher Platzierung halten können und wir sind super happy. Also nochmal vielen Dank an die Mechaniker, dass sie die ganze Nacht bis heute Morgen durchgeschraubt haben. Stell dich da hin. Ne? Der war dabei. Robert. So, Robert. Danke. Der Rudi war dabei. Ein bisschen. Der Matze war dabei. Oh, voll gut gefilmt jetzt von mir. He? Voll gut. Und Uwe, der schläft. Der war auch dabei, wir filmen alle, welche dabei waren. Voll in die Fresse. Otto finde ich gut. Ja, ich auch. Gehalten, oder? Also meinst du zu Hause 2,9? Biegen und brechen, ja, ich würde es jetzt lassen. Wir sind alle ermüdet und Team Völkel, ziemlich viel los. Die letzten 12 Stunden, 24 Stunden. Eine Service-LKW Motorschaden. Und da die G-Klasse, die zweite, hat sich überschlagen. The front glass Holy was moly. dark. You couldn't see anything there. Alles von Öl im Auto. Yeah. Stinkt unglaublich. After too slow. Wo sind Sie? Aha, die wartet auf mich. Oh. Von einer Comfort Zone 1 von 10. Eine ganz klare Eurowings. Seid ihr zusammen? Wie war die Fahrt? Am nächsten Zapfes. Ja. Ich muss hier raus. Crazy Cameraman.
Ja. Ich überlege gerade, wann er stolpert. Completely fearless. Oh, jetzt bin ich aus Versehen über den V10-Motor gestolpert. Ich glaube, der läuft hinten schon wieder. And that's for you. That's from the team, from the racing team. Weißt du, wann die fertig sein wollen? Anscheinend morgen Nachmittag. Morgen Nachmittag. Aber vielleicht ist es auch das Bangladeschi morgen Nachmittag. Nee. 3 Tage. Nee, wir glauben daran, dass es morgen Nachmittag, ich glaube jetzt sogar um 10 schon fertig. Ich glaube auch, weil die gesagt haben, dass die sogar noch Nachtschicht machen. Ja. Aber heftig. Ja, in Deutschland würdest du erstmal die Kreditkarte durchziehen, dann würden sie dich fragen oder beziehungsweise sagen, in 3 Wochen haben wir eventuell Hast du schon eine Ahnung, was das kosten wird? Sie haben irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 gesagt. Das sind nehmen wir an, sind 10, das sind 2.500 Euro, oder? Für 2.500 bekommst du in Deutschland den hier, ne? Du kriegst einen Termin für 2.500, ne? Hier sieht man die Zelte von der Malemoto-Wertung. Also die sind gleich direkt hinter den beiden LKWs, wo das Material transportiert wird. Die Kisten kommen dann alles in diese 2 LKWs und kommen dann von Camp zu Camp. Essen dürfen Sie hier auf der gegenüberliegenden Seite im Dakar Club. Also sehr exklusiv. Es ist neu dieses Jahr, hat Maxi gesagt. Und den suchen wir auch gerade. Maxi, wo bist du? Wir suchen dich. Ein weiterer Tag an der Dakar geht zu Ende. Wir haben unglaublich viel erlebt in den letzten 12 Stunden. Wir waren mehrfach auch in der Werkstatt. Es sind unglaublich hilfsbereite Menschen. Oder als Beispiel, Julia wollte die Wäsche waschen. Die Wäscherei hat sie aber nicht gefunden oder war zu oder was auch immer. Dann kam ein Local und hat gesagt, er nimmt die Kleider und er bringt sie zum Waschen und er bringt sie wieder zu uns. Und das Extreme daran ist, wir durften ihn nicht mal bezahlen. Also es ist wirklich Saudi-Arabien, das packt mich oder packt uns immer wieder. Es ist ein cooles Land, so zu bereisen. Klar, wir haben den Dakar-Bonus, das ist klar. Aber ich glaube, in den Menschen steckt diese Gastfreundschaft einfach drin. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt es, liken, Video kommentieren und den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Wir sehen uns morgen wieder, wir sind langsam müde. Wir sehen uns morgen wieder bei Time Out Racing. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, ciao.